Am 27. März 1980 erlebte der Silbermarkt einen der dramatischsten Zusammenbrüche seiner Geschichte. Innerhalb weniger Stunden verlor Silber mehr als die Hälfte seines Wertes. An der New Yorker Börse herrschte Schockstarre. Händler wussten nicht, was geschah. Investoren rund um den Globus verloren Milliardenbeträge. Und im Zentrum dieses Chaos standen zwei Brüder aus Texas, die glaubten, sie könnten den weltweiten Silbermarkt beherrschen. Ihr Ansatz war ebenso simpel wie rücksichtslos. Sie kauften enorme Mengen an physischem Silber auf, lagerten es ein und entzogen es dem Markt. Ziel war es, das Angebot künstlich zu verknappen, sodass niemand mehr an das Metall herankam. Sie erzeugten einen Engpass, einen faktischen Lockdown. Und für eine Zeit sah es so aus, als würde ihr Plan aufgehen. Doch das eigentlich Faszinierende an dieser Geschichte ist nicht ihr Scheitern. Entscheidend ist, dass sich genau dieses Muster heute erneut abzeichnet. Der Unterschied: Damals waren es zwei private Akteure. Heute sind es Staaten, Zentralbanken und globale Machtzentren, die still und methodisch Positionen aufbauen. Und die große Mehrheit der Menschen bemerkt davon nichts. Um zu verstehen, was derzeit geschieht, muss man einen Schritt zurückgehen. Über Jahrtausende hinweg war Silber weit mehr als ein Edelmetall. Es war Geld. Für große Teile der Menschheitsgeschichte war Silber sogar bedeutender als Gold. Gold war das Symbol der Herrscher, der Kaiser und Eliten. Silber hingegen war das Zahlungsmittel des Alltags. In China, im antiken Rom, im mittelalterlichen Europa. Überall wurde mit Silber bezahlt. Löhne, Steuern, Schulden und Handel basierten auf Silber. Selbst sprachlich spiegelt sich das wider. Im Französischen bedeutet Argent sowohl Geld als auch Silber. In alten indischen Sprachen ist der Begriff identisch. Das war kein Zufall. Silber war das Fundament des Geldsystems. Doch im 19. und 20. Jahrhundert begann ein schleichender Wandel. Regierungen entfernten Silber systematisch aus dem Geldkreislauf. Zunächst wurde der Goldstandard etabliert. Länder wie Großbritannien und später die USA entschieden, ihre Währungen ausschließlich an Gold zu binden. Silber verlor seine monetäre Rolle. Der endgültige Bruch kam 1971, als Präsident Nixon die Goldbindung des Dollars aufhob. Von diesem Moment an war Geld nichts weiter als Vertrauen. Kein Metall, keine physische Deckung. Nur das Versprechen von Staaten. Während Gold dennoch seinen Status als strategische Reserve behielt, geriet Silber in Vergessenheit. Zentralbanken horteten Gold, aber Silber verschwand aus den Tresoren. Es wurde nicht mehr gehortet, sondern verbraucht. Und genau hier beginnt das heutige Problem. Gold lässt sich nahezu vollständig recyceln. Ein alter Ring kann eingeschmolzen werden, das Material bleibt erhalten. Silber hingegen wird in winzigen Mengen eingesetzt und geht dabei verloren. Smartphones, Solarpanels, medizinische Geräte, Batterien. Überall ist Silber enthalten. Doch beim Recycling lohnt sich die Rückgewinnung meist nicht. Das Silber verschwindet dauerhaft. Die Folge: Die weltweiten Reserven schrumpfen kontinuierlich, während die Nachfrage explodiert. Allein die Solarindustrie benötigt heute über 100 Millionen Unzen Silber pro Jahr. Elektrofahrzeuge, 5G-Infrastruktur und die Energiewende treiben den Bedarf weiter nach oben. Gleichzeitig stagniert die Förderung. Viele große Silberminen produzieren weniger als früher. Neue Minen zu erschließen ist teuer, komplex und zeitaufwendig. Angebot und Nachfrage entfernen sich immer weiter voneinander. Logischerweise müsste der Preis stark steigen. Doch genau das passiert nicht. Warum?
weil der Silberpreis kaum noch etwas mit physischem Metall zu tun hat. Er wird an den Börsen über Papierprodukte bestimmt, Futures, Optionen und Derivate. Verträge, die Silber versprechen, aber in den meisten Fällen niemals physisch erfüllt werden. Schätzungen zufolge existiert auf dem Papiermarkt ein Vielfaches der real verfügbaren Silbermenge. Der Preis reflektiert nicht die Knappheit, sondern Erwartungen auf einem virtuellen Markt. Das System funktioniert nur, solange niemand tatsächlich das Metall verlangt. Doch sobald Akteure physische Lieferung fordern, gerät es ins Wanken. Genau das geschah 1980. Die Hunt-Brüder hatten über Jahre hinweg physisches Silber akkumuliert und aus dem Markt genommen. Der Preis stieg rasant. Im Januar 1980 erreichte Silber fast $50 pro Unze. Inflationsbereinigt ein Vielfaches davon. Der Markt war unter Kontrolle. Dann griffen Behörden ein. Die Börsen änderten die Spielregeln. Nur noch Verkäufe waren erlaubt, Käufe nicht mehr. Banken drehten den Hunts den Geldhahn zu. Innerhalb kürzester Zeit brach der Preis ein. Milliardenverluste. Das System war gerettet. Doch welche Lehre zog man daraus? Offiziell, niemand darf den Silbermarkt kontrollieren. Inoffiziell vielleicht, Kontrolle ist möglich, wenn man mächtig genug ist. Nach der Finanzkrise 2008 begann eine neue Phase. Zentralbanken, die Edelmetalle lange ignoriert hatten, kauften plötzlich wieder Gold. China, Russland, Indien, die Türkei, alle stockten ihre Reserven massiv auf. Silber hingegen blieb offiziell außen vor. Es taucht in keiner Zentralbankbilanz auf, doch das bedeutet nicht, dass es irrelevant ist. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Die weltweite Silberproduktion liegt unter dem Verbrauch. Industrielle Nachfrage und Investmentnachfrage übersteigen seit Jahren das Angebot. Staatliche Silberreserven, die früher Milliarden Unzen umfassten, sind nahezu verschwunden. In den USA schrumpften sie von mehreren Milliarden Unzen auf einen Bruchteil davon. Gleichzeitig mehren sich Hinweise, dass große Akteure erneut physisches Silber akkumulieren. Investmentfonds lagern riesige Mengen ein. Lagerbestände an Terminbörsen schwanken auffällig. Und aus Asien gibt es Berichte über stille Käufe außerhalb öffentlicher Kanäle. Silber ist strategisch. Wer es kontrolliert, kontrolliert Schlüsseltechnologien. Hinzu kommt ein weiterer Faktor, das schwindende Vertrauen in Fiat-Währungen. Wenn Währungssysteme kollabieren, greifen Menschen historisch zu Edelmetallen. Gold ist für viele unerschwinglich. Silber war immer das Metall des Volkes. In Krisen kehrt es zurück. Die meisten Menschen erkennen diese Entwicklung nicht. Für sie ist Silber Schmuck oder Sammlerstück. Doch die Realität ist ernüchternd. Physisches Silber wird knapp, während der Preis künstlich niedrig gehalten wird. Sollte der Papiermarkt brechen, entsteht ein echter Lockdown. Kein Verbot, sondern einfache Nichtverfügbarkeit. Große Akteure positionieren sich längst. Kleine Anleger kaufen ein paar Münzen zur Absicherung. Doch wenn die Krise kommt, wird das Metall bereits verteilt sein. Die Geschichte der Hunt-Brüder ist eine Warnung. Damals stoppte der Staat private Kontrolle. Doch was, wenn der Staat selbst der Kontrolleur ist? Ein Lockdown muss nicht offen angekündigt werden. Es reicht, wenn Silber schlicht nicht mehr erhältlich ist. Keine Rohlinge, keine Bestände, nur noch Papier. Und wenn dann physische Lieferung verlangt wird, ist es zu spät. Die Frage ist nicht, ob ein Silber-Lockdown möglich ist. Die Frage ist, wer vorbereitet ist, wenn er eintritt. Geschichte wiederholt sich nicht exakt, aber ihre Muster kehren zurück. Und wer sie ignoriert,
zahlt den Preis. Lust auf mehr? Dann einfach abonnieren.